Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W50, denn heute haben wir hier was ganz Besonderes, und zwar ist meine Zeitmaschine komplett zugelaufen. Ja, die hatte ich mal bis zum Maximum gefüllt und jetzt haben wir da 2000 Alu drin. Das ist natürlich ganz nice. Des Weiteren können wir uns noch ein Level-Up grabben und ja, ich wollte euch nochmal erinnern, täglich auf meinem Instagram-Account poste ich jeden Tag bis zum Geburtstag von Shakes and Fidget die Codes, die aktuellen Codes, die draußen sind, unter anderem auch auf dem Discord-Server. Da kümmert sich der Breezox drum. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja. Und beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, ob auf Instagram. Da seht ihr noch ein bisschen Real-Life-Stuff und sowas von mir, ne? Falls ihr da Interesse dran hegen solltet. Und ja, auf dem Discord-Server könnt ihr euch noch kurz schließen mit anderen Leuten. Ne? Ihr kennt das ganze Spiel, was auf dem Discord da eben so passiert. Ne? Ja, ansonsten sind ja noch ein paar Tage bis zum Geburtstag. Ich muss noch mal gucken, ich glaube, das war der 22. Juni, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, der 22. Juni ist es. Bis dahin werden anscheinend noch Codes gepostet. Und es scheint auch schon so, als ob das Rätsel gelöst worden ist, um die Codes, beziehungsweise, holen wir uns jetzt mal das Level ab hier, beziehungsweise ist ja das Ganze, ja, es gibt ja quasi die verschiedenen Codes, und von den Codes ist ja immer ein Buchstabe gehighlightet. Und wenn man diese ganzen Buchstaben, die bisher erschienen sind, zusammensetzt, dann kommt da höchstwahrscheinlich das Wort oder die Wörter Happy Birthday oder so ähnlich raus, was dann nochmal einen neuen Code beschert, der uns dann nochmal was gibt. Und wenn man den wohl eingeben soll, ja, wir testen das mal. Happy Birthday, ich glaube, das müsste dann so sein, oder? Ja, dann kommt nämlich Folgendes, und zwar Coupon not ready. Also das Rätsel ist schon gelöst. Der Code wird Happy Birthday sein. Er ist halt nur noch nicht bereit. So, aber er ist schon da, er ist nur noch nicht bereit halt eben, ne, weil halt eben Shakes and Fidget noch nicht Geburtstag hat. Ja, also die ganzen kleinen Codes, die geben nochmal einen extra Code, und ich bin gespannt, was da denn rauskommen wird. Ne, wie gesagt, bis dahin guckt täglich auf Instagram oder Discord vorbei, um euch jeden Tag auch die Belohnungen zu sichern. Okay, so, jetzt labern wir aber gar nicht lange rum hier um den heißen Brei, wie die guten alten Babynahrungstester, ja. Wir gönnen uns die 2000 Alu aus der Zeitmaschine. Oder wir gucken mal zuerst, wir machen mal erstmal unsere Daily-Kämpfe hier. Vielleicht steigen wir sogar noch den ein oder anderen Rang auf. Oha, 4 Ränge aufgestiegen, aber das ist immer so ein Auf und Ab hier. Ich schwank immer zwischen, keine Ahnung, zwischen 50, mal bin ich auf 40, dann auf 70, dann auf 100. Also das ist hier irgendwie ganz random. Kann auch sein, dass ich ab und zu mal runtergefarmt werde. Das ist natürlich auch nicht unmöglich, sag ich mal so. Ne? Aber vielleicht kommen wir noch den ein oder anderen Rang hoch. Ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal. Wir greifen mal wahllos Leute an. So, jetzt sind wir auf Platz 60. Ne? Wir könnten uns jetzt natürlich noch ein paar Leute raussuchen, ob wir hier noch welche haben, die von den Skillpunkten her nicht ganz so hoch sind und wir eventuell noch ein bisschen höher kommen. Denn das Lustige ist bei der Zeitmaschine, wenn man sich die komplett aufbewahrt, ich weiß nicht, kriegen wir den noch hier? Keine Ahnung, wir können uns ja durch die Alu auch noch ein bisschen hochfahren, aber hier haben die Leute nachher schon echt gute Skillpoints am Start. Wenn man sich das Ganze aufspart, gucken wir, ob wir gegen Neutral eine Chance haben, dann ist das ja das Ganze wie Alu spielen quasi. Ne? Okay, er crittet uns hier komplett weg, ja, war aber knapp gewesen. Dementsprechend kann man natürlich auch noch höher in der Rangliste kommen. Ne? Das ist natürlich auch immer ganz lustig. Auf Platz 1 werden wir, denke ich mal, nicht kommen. Und ja, die Leute hier oben, hier verliere ich nicht mal mehr Ehre, weil die schon so weit weg sind hier. Aber ja, hier sind die halt eben schon ziemlich krass unterwegs. Aber Strandtuch hier fast besiegt. Na, okay. Ja, also ein bisschen Chancen haben wir hier und da. Das sind die Leute, die dann so squishy skillen. Da, hier zum Beispiel, ja.
Den haben wir jetzt aber gut aus dem Leben hier gejagt, weil er halt eben Magier, übelst squishy. Mal gucken, kommen wir hier noch? Ja, guck mal, es tut mir jetzt leid, Elrond, aber vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen, kommen wir noch ein bisschen höher. Das sind wir zumindest auf 52. Verlieren wir jetzt schon Ehre hier? Ja, ein bisschen verlieren wir, aber kriegen wir noch einen Kampf hin? Ein Win noch? Jawohl, 5 Ränge aufgestiegen, uff. Hier gehöre ich eigentlich gar nicht hin. So, wenn ich jetzt noch ein bisschen wenn ich jetzt noch ein bisschen Alu spielen würde, dann kommt man natürlich auch noch ein bisschen höher vom Rang her, weil die Alu, die beschert einen ja auch Ehre tatsächlich. Ne? Hier, 10 Ehre. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ne? Und das erspare ich euch jetzt aber allerdings. Das will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ist ja jetzt nicht das Spannendste. Deswegen gucken wir mal, wo wir jetzt hier so landen, wenn wir hier unsere Zeitmaschine abholen. Ne, wir sind ja auf einem Level, da bekommt man noch relativ viel XP aus der Zeitmaschine. Auf mein Main sieht das auch schon anders aus. Wenn ich da 250 Ehre abhole, dann habe ich da vielleicht so um die 30 Millionen XP, vielleicht noch weniger. Das Gold scheppert natürlich deutlich mehr, aber die XP, die ist wirklich sehr, sehr niedrig angesiedelt. Und deswegen gucken wir mal, schwankt natürlich auch immer ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Ist relativ random. Und da haben wir 430 geknackt. Das ist natürlich auch schon mal ein Achievement wert. Ne? Und das Gold schmeckt natürlich auch. Ja, das ist immer sehr satisfying, das Ganze hier abzuholen. Ja. Warum ich mir das spare, fragt sich vielleicht der eine oder andere. Auf meinen Main spare ich mir das in der Zeitmaschine nicht. Da lasse ich das einfach durchlaufen. Ich skill hier jetzt schon mal. Oh! Ja. Das ist für mich ja gar kein Problem. Ne? Also, das ist ja gar kein Ding. So auf W50, das ist natürlich auch gerechtfertigt, so irgendwo, ne? Kappa Kipo. Ja, gut. Vor allen Dingen mit den Skillpunkten hier 40, 39 zu 60, 47 hier. Ja. Nee, ich bin auch schon gerechtfertigt auf Rang 1. Ich bin quasi, ich repräsentiere quasi W50, das kann man schon so, doch, das ist geil. Ich muss selbst lachen, wenn ich mich auf den Rang sehe, Alter. Ich könnte wetten, in 10 Minuten sieht das schon wieder komplett anders aus. Da bin ich schon wieder verschwunden hier von der Ehrenhalle. Deswegen skill ich jetzt mal schnell. Warum ich mir das aufgespart habe, ist, in der Zeit, wo ich jetzt quasi Leerlauf hatte von der Abenteuerlust, konnte ich natürlich wieder mit besseren questen, als wenn ich jeden Tag meine Alu oder jeden Tag meine 20 Alu abhole, dadurch schneller im Level aufsteige und dann schlechtere Quests bekomme. So, das kann man machen. Das macht auch Sinn, glaube ich, irgendwo. Ja. Ist allerdings jetzt nicht sehr ausschlaggebend. So, also ist jetzt nicht wirklich, muss man nicht machen. So, ne? Also es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich werde es auf W50 hier so handhaben. Auf meinem Main werde ich die trotzdem jeden Tag abholen. Einfach nur aus Sorge heraus, muss ich auch so sagen. Ich will da immer alles so schnell wie möglich am Tag erledigt haben auf meinem Main-Server auf S31. Einfach nur aus Sorge heraus, dass es sein könnte, dass irgendwann die Abenteuerlust aus der Zeitmaschine flöten geht, dass sie nicht mehr da ist, dass da irgendwas verbuggt ist oder irgendwelche anderen Fehler auftreten. Deswegen will ich da am Tag immer alles so schnell wie möglich fertig haben. Leider muss man mittlerweile so denken, weil es halt da wirklich echt schlimm ist so. Und da will ich mir nichts verbauen. Und deswegen hole ich mir das da auch wirklich jeden Tag ab. Ja, ansonsten, wir sind auf Platz 5 mit der Holzfällerhütte hier beim Elevator. Wir sind ja auch auf Platz 5 in der Rangliste, ja. Ganz knapp hinter Casino Royale, also spiegelt sich auch die Leistung im Elevator so wider, wie es in der Rangliste ist, und das ist auch in Ordnung so. Wir sind recht knapp, sag ich mal, an Casino Royale dran, ne? Also den Abstand, sag ich mal, den wir zu Casino Royale haben, die haben zum Beispiel die Shadowhunters zu uns, also wir sind ganz gut hier unterwegs. Und ja, deswegen bin ich eigentlich auch zufrieden soweit. Wir sind nach wie vor immer noch eine sehr, sehr gute Gilde. Und bin da auch sehr zufrieden mit den Leutchen hier, die hier das Ganze auch so repräsentiert haben, hier im Elevator, wie halt auch eben unsere Leistung auf dem Server allgemein ist, hier als Platz 5 Gilde, was
für W50 immer noch sehr stark ist und wir sogar sehr knapp an Casino Royale dran sind und das ist echt schon, das ist nice, also ist cool, freut mich sehr und finde ich schön, dass weiterhin die Gilde auch hier und da noch so aktiv ist. Ich musste jetzt mal eine Rundmail schreiben, weil manche Leute sich hier und da mal nicht so gemeldet haben zu ja, Verteidigung oder Angriffen oder so, deswegen da muss man immer noch ein Auge so ein bisschen drauf haben. Ja, aber ansonsten, ey, ich genieße es hier auf Platz 1 zu sein. Das, ja, weiß ich nicht. Also jetzt kann ich auch mal sagen, ich war hier auf Platz 1 auf W50. Ist natürlich relativ leicht machbar mit der Zeitmaschine. Die carried natürlich gut rein. So, wir holen uns jetzt mal wirklich unsere Belohnung ab hier. So, da haben wir ein Legendary Stein, 34k Kristalle, 51k Metalle, 28 Millionen Gold. Ist lachhaft, also das Gold ist lachhaft, muss ich sagen. Die Kristalle, Metalle ist in Ordnung. Gönnen wir uns und der Elevator ist geschlossen. So, 1116. Der ist natürlich schon Schmackofatz, ja. Der ist natürlich, Alter. Uiuiuiui, guckt euch mal an. Also meine Edelsteine sind schon ein bisschen besser geworden als die wir hier im Equip. Digga. Also die sind ja wirklich komplett outdated hier schon, sehe ich gerade. Kein Wunder, warum ich so weit unten bin, immer in der Rangliste. Weil meine Edelsteine einfach komplett outdated sind, ja. Das ist natürlich, ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht werde ich die beim nächsten Legendary Dungeon wechseln. Mal schauen. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen. Ich finde das mit den Legendary Steinen wechseln, ich finde, das hat immer Zeit. Da muss man nicht so nichts überstürzen, so großartig. Das kann man immer mal wieder machen. Da muss man jetzt nicht jeden Stein wechseln, wenn der ein Attribut besser ist oder so. Das hat Zeit. Und weil das halt eben alles temporäre Stats sind und keine dauerhaften Stats, jagt mich da auch keiner, was das angeht. Nur, dass ich halt ein bisschen temporärer dann genauso auch in der Ehrenhalle da vertreten bin. Aber da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, muss ich sagen. Ist schön natürlich, weit oben zu stehen, so wie jetzt, ne? Aber da spiele ich dann eher vor mich hin, ziehe hier mein Ding durch auf dem Server mit meiner Gilde. Jetzt kann ich ja sagen, mit meiner Gilde zusammen, ne? Jetzt bin ich ja der Leiter hier und achte da jetzt nicht so sehr auf die Konkurrenz, weil die halt eben doch ziemlich stark ist. Da kann man dann nur schauen, dass man über Zeit so ein bisschen das Ganze wieder rausholt und ein bisschen mehr Ausdauer beweist als die anderen. Und das, denke ich mal, ist auch das Ziel von mir und von meiner Gilde. Das hört sich total komisch an. Und ja, das kann ich nur dazu sagen. Leute, das soll soweit gewesen sein. Eine Folge W50 mal wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Sehr viele schöne Achievements hier. Platz 1, Stufe 430. Ne, Elevator abgeholt. Zeitmaschine. Viel passiert die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.